In dieser Folge erleben wir zusammen, wie der Traum von der perfekten Barrel zum Albtraum wird. Wipeouts, eine Verletzung in der zweiten Session und die Erkenntnis, dass ich schon seit langem feststecke. Aber aufgeben? Niemals. So, was sagt das Palmometer? Eine ganz leichte Offshore-Brise zeigt es an und das Ganze bei Bedingungen von 4 bis 6 Fuß und 14 Sekunden. Das heißt, Voraussetzungen, die mich meinem Traum gebarrelt zu werden, ordentlich näher bringen. Seht euch die Lines an. Am Strand angekommen hat sich das Ganze bestätigt. Eine schnelle, hohle Rechte, die richtig mechanisch und schön durchkam. Deswegen bin ich auch voller Motivation ins Wasser und in die Session gestartet. Hatte richtig Bock. Es waren nur Andi und ich draußen und noch ein Local aus dem Ort, der es richtig drauf hatte, der noch mit dazu kam. Meine erste Welle war allerdings keine rechte, sondern die blieb witzigerweise nach links offen. Die hatte ich auch direkt erwischt. Eine relativ steile Wand, rauskatapultiert und dann saß ich natürlich genau in der Impact Zone von der eigentlichen rechten, die Andi hier erwischt. Etwas Zeit verging und ich hatte es bis dato noch nicht geschafft, in eine von den schönen rechten rein zu paddeln. Geht halt genau auf die Sandbank drauf. Guck da, die läuft immer noch schön. Und während die anderen in richtig kranke, aber schöne Barrels reinzogen, blieb ich am Rand sitzen, war zögerlich und traute mich nicht so richtig da reinzuziehen, denn ich hatte das Gefühl, dass ich auf meiner Backhand viel zu langsam war, um dort überhaupt reinzukommen. Ja, die Wellen, die waren sehr schnell, hohl und steil, aber es war ja möglich, dort reinzuziehen. Moin! Ihr feiert hier schön die Barrels, oder? Naja, nur er. Und ich guck zu. Ich hatte eine Welle bisher und das war eine linke. Und so blieb mir erstmal nichts anderes übrig, als das zu machen, was ich ja schon konnte an dem Tag, nämlich in die linken reinzuziehen, die für mich eine Frontside sind und deswegen einfacher zu surfen sind. Allerdings waren die zwar im Takeoff auch steil, hatten aber nicht diese schöne Face, die gebarrelt hat und lange offen geblieben ist. Und wenn ich es dann doch mal versucht habe, in die rechten reinzuziehen, dann war es eigentlich dann over the falls, Wipeout und dann zu tief sitzen, abgeräumt werden. Und das war für mich dann auch die Session. Im Grunde ist es ja nie gut, frustriert in eine Session zu starten. Aber ich hatte den Frust aus der letzten Session, die nicht so lief, wie ich das wollte, noch in den Knochen. Wir hatten beschlossen, zu unserem kleinen Secret Spot zu gehen, der an sich schon sketchy ist. War an dem Tag aber noch viel mehr, denn die Wellen hatten ordentlich Power und es war ein richtiger Shorebreak auf die Boulder. Ich hatte die Kamera nicht mit runter ins Wasser genommen, aber ich will euch eins verraten. So wie der Surfer, den ihr jetzt hier seht, wie es den über die Steine wäscht, so hat es mich auch ordentlich über die Steine gewaschen. Bin auf den Rücken geflogen mit einem Stein drauf, hab mir ordentlich dabei den Rücken geprellt, den Wirbel, um genau zu sein, und auch noch ein bisschen mehr getan, aber das erzähle ich euch jetzt. Wir haben es aber auch gar nicht reingeschafft. Jetzt schaut euch das mal an. Schön im falschen Moment den Drop-Off versucht und dann komplett in die Steine rein. Das Brett hatte sich noch in den Steinen verkeilt. Zwischen mir und dem Brett ein riesen Fels, das Brett von hinten, den Fels gedrückt, die Leash irgendwie noch mit drin. Sehr Shorebreak, knallt alles direkt auf die Felsen. Auf den Rücken bin ich auch geflogen. Zu Hause musste ich mich frustriert der bitteren Wahrheit stellen. Mein Surflevel stagnierte seit Monaten und von meinem Ziel, echte Barrels zu fahren, war ich eigentlich so weit entfernt wie noch nie. Zu meinem Frust mischten sich in dem Tiefpunkt noch tiefe Zweifel, ob es nicht besser wäre, einfach hinzuschmeißen. Aufgeben kommt für mich allerdings nie in Frage, schon allein deswegen, weil Aufgeben immer ein Verrat an sich selbst ist und natürlich, weil mir Surfen viel zu sehr am Herzen liegt. Und deswegen habe ich beschlossen, mir Hilfe zu suchen, und zwar professionelle Hilfe. Hey, Eva! But the question is, who is in the cage? Ja. Das ist Hui Duarte, der Gründer der International Surf School und Gründer des Indoor Surf Gyms Active for Surf. Als er von meinem Struggle mitbekommen hat, hat er mich freundlicherweise eingeladen, eine Coaching-Session mit ihm zusammen zu machen. Andi und meine Freundin durfte ich auch noch mitbringen. Und das Coolste, ich durfte die Session filmen und euch so mitnehmen auf meine Learning Journey, sodass ihr vielleicht auch was daraus mitnehmen könnt, falls ihr an einem ähnlichen Punkt seid und euch ebenso stuck fühlt in eurer Surfing Journey. Excited to see now. So, the surf school is international school, is here for 24 years, and now we have this gym we call Active for Surf, where we get indoor surf techniques to get development in surf. Yeah. I believe it's a kind of unique system
with several different materials to get a better evolution. We have some surfing simulators. At the corner we have some part where you can see the video analysis, you can get some theory. We also have an evolution plan. Neben dem eigentlichen Trainingsraum gibt es auch noch einen Physioraum für Massagen, therapeutische Anwendungen, eine Sauna, Dampfbad, ein Eisbad und noch natürlich ein Jacuzzi. This is then only after the hard work, right? Exactly. The idea is that you get comfortable on the uncomfortable. First, you get too hot and your brain has to slow down and feel comfortable in that extreme hot. Then you're going to the ice. There you would think that you get really cold, but no, it's a relief from the hot. But then you get extremely cold, so you want to get out, so you have to get your comfort zone again, and then you have the reward there. So how would we start usually if we do the coaching now? Depends on your level. If you would be a beginner, Yeah. we give you some theory. After the theory, then we'll give you some teaching inland, and then we'll get you some evolution form, so you could develop your either standing up or your position. Being advanced, normally we use more the surf skate to get evolution, but even with the boards we have here, they are enough for you to get a sense of what you should get. Und damit ging es auch direkt rein in die Coaching-Session, in der wir zuerst mal darüber sprachen, was die Themenfelder sind, an denen ich arbeiten will, beziehungsweise an denen wir arbeiten wollen. Dafür füllten wir ein Formular aus, in dem wir uns erstmal selbst einschätzen, was ich ziemlich praktisch fand, um mal erstens mir genau richtig Gedanken zu machen, worin bin ich eigentlich, glaube ich, dass ich schon gut bin, wo brauche ich Hilfe, und vor allem hatte Hui dann eine gute Absprungbasis für uns im Kopf. Und auf Basis von dieser zeigte uns dann ein paar Dinge in der Theorie, erklärte ein paar Themen. Für mich hieß das zum Beispiel das Thema Bottom Turn, Take-Off, Pop-Up, Top Turn und das beides Frontside. Nachdem wir das durch hatten, ging es dann auf die Geräte, das Equipment, das Ganze in Trockenübungen einmal probieren. Und Hui guckte da aufmerksam zu, filmte das Ganze auch, so dass wir es dann im Nachgang direkt analysieren konnten. So wie man es jetzt hier bei Andi sieht. Okay. When you stand up, you should put first the back foot, that's your base foot, and then the front foot. You are so used to going fast waves that first you get speed and then you get balance. But in a normal wave, first you get balance and then you get speed. Okay? You cannot be all the waves fast. So first the back foot, then the front foot. Okay? That is perfect. Of course, you are looking down on this point. Okay? So then he is still looking down, still looking down, still looking down, still looking down. So this is quite abstract for you. The standing up process between putting the feet and coming up is a little abstract for you. Then you feel safe, and then from here, still looking down actually. Now, finally. Okay? Okay? So the first thing you have eventually problems is to try to keep your mind slow in the middle of the instability of the surf. So for that, you can use this board. With this one, you should just put like a normal board. You have the center of gravity in the middle like a normal board, and then the best you can do is to start walking and try to use the micro muscles for you to keep up on a board. With this then you can go lower, higher and everything, and your mind can abstract from the instability that's creating there. If you start to use the larger muscles, you will fall. So that's the first step. So try here. Nachdem wir in dem ersten Schritt rausgefunden hatten, was unsere konkreten Probleme sind, hat er dann direkt ein paar Übungen für uns parat. Konkret hieß das für mich, dass wenn ich in meinem Surfing-Stance bin, meine Stabilität verliere, immer dann, wenn ich in der Compression und wieder Extension bin. Man sieht es hinten am linken Fuß, wie meine Ferse das Brett verlässt. Nachdem ich das dann weiter üben konnte und mich sogar schon ein bisschen verbessern konnte, ging es zum nächsten Punkt. You're not preparing for the next move when you're just trying to balance. Ja. Okay? So that's something you have to do eventually here in a surf skate in advance. Can we try to do that? I can Try try. to get a 5 here. Damit gemeint ist, dass ich nicht dahin gucke, wo ich eigentlich hinfahren will. Und um das Problem zu lösen, heißt es erstmal ab auf Surfskate und rauf auf die Rampe. Und schon nach einer Runde sah Hui direkt, was das Problem bei mir ist. You can see what I mean. Yeah. So you said, and we see in your videos in surf that you have problems to anticipate what you're going to do next. Yeah. So here you see exactly the same. So you are here, and when you arrive here, you are not looking where you want to go. Okay. So here you're anticipating, that's good. You are looking really good, really good.
nice, nice, nice. But then from here it starts to be abstract. Yeah. You're not there's no eyes on the prize anymore. You're looking down, you're looking wherever. You see, you are too much with yourself. Yeah, I'm looking here. Yes, you are too much with yourself. Yeah. So that's something you can even here. You can do it first before you go in the water. You anticipate what you're going to do next. So the preparation before you start is good, but once you start, it's a little abstract. Yeah. So in surf should be exactly the same. Then I'm gonna try once more and Let's try them. Let's see. Let's see. to focus. That's so much better, man. That had nothing to do with what you did before. Yes, yes. Do it again, Phil. That was really good. Oh yeah. That's how you finish stuff. Yeah. That's how you finish stuff. Yeah, that felt different. Come here with the difference. So let's go back to your first one. Okay. This is you before. You go here. You're looking to the eyes on the prize. That's good. But from here, abstract. Yeah. There's nothing there. From here, that makes no sense anymore. You see? Yeah. You're too much with yourself. Here, now you start to have an objective. Look, leap of the wave there. Woo! Nice. Now you look there. Now you think about finishing, not about falling. Yeah. About finishing. This is true. This is a totally different thing. Totally different thing. Now even better. Boom, boom. So, well, if you do that in a wave, it will happen exactly the same. Look to the lip of the wave where you want to go. First bottom turn, look to the lip, eyes on the prize, and go there. What the heck? Also das ist echt richtig cool. Halt dann direkt auf dem Video zu sehen, welche Fehler man macht, von jemandem von außen zu hören, was man besser machen muss, so wie jetzt das Beispiel auf dem Surfskate, dass ich nicht immer auf den Boden hole. Das mache ich tatsächlich im Wasser auch oft. Man sieht es wahrscheinlich sogar in meinen POV-Videos, weil ja dann mein Video genau in die Richtung geht, wo ich quasi hinfilme. Und selten mache ich das, dass ich genau in die Richtung gucke. Und tatsächlich sind ja die Momente, wo ich in die Richtung gucke, die funktionieren dann auch gut. Aber das jetzt hier nochmal so zu sehen und dann zu üben, mega. Ja, und jetzt kommt das Eisbad, glaube ich. Okay, who is now preparing the ice bath for us? 16 still. It's still 16 I'm going degrees. to try to get to 6. What? Excuse me? Also ich werde 3 Minuten versuchen, im 6 Grad kalten Wasser zu sein. Bin schon sehr gespannt, ich habe es lange nicht gemacht. Mal gucken, wie es jetzt gleich wird. Ich bin schon ein bisschen nervös. Vor dem Eisbad ging es aber erstmal in die Dampfsauna, um ein bisschen aufzuwärmen, die Muskeln zu entspannen und ein bisschen runterzukommen. Fühlt sich schon sehr heiß an jetzt mit dem Dampf. Also jetzt gerade freue ich mich aufs Eisbad und ich habe mir fest vorgenommen, die 3 Minuten zu knacken. Müssen wir gleich mal gucken, ob es klappt. Lower. Nice. Yes, that's it. That's it. That is the difference. Und auf einmal wirken die 3 Minuten ziemlich weit entfernt. Your girlfriend was 3 minutes. Okay. So, this is how I'm gonna die. Im Eisbad 3 Minuten sitzen ist tatsächlich gar nicht so leicht. Genauso wie es nicht so leicht ist, eine Barrel zu fahren. Und wie bei jedem Unterfangen, das nicht ganz so leicht ist, bringt es das Leben dann manchmal an den Punkt, wo wir die eigenen Träume und Ziele in Frage stellen. Vielleicht sogar uns selbst. In diesen Momenten gibt es eigentlich immer nur 2 Optionen. Aufgeben oder weitermachen. Ich habe mich entschlossen, weiterzumachen, Hilfe anzunehmen und wieder aufzustehen. Mir ist klar geworden, dass es gerade die scheinbar unüberwindbaren Hindernisse sind, an denen wir am meisten wachsen. Vielleicht wird es noch ein bisschen länger dauern als gedacht, bis ich endlich eine perfekte Tube fahren kann. Aber eigentlich ist es auch egal, wann ich das schaffe. Wichtig ist ja nur, dass ich weiß, dass ich das schaffen kann und damit der Traum von der perfekten Tube lebendig bleibt. Bis dahin genieße ich den Weg mit all seinen Höhen und Tiefen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst ein Abo, begleitet mich auf dem Weg, dann seht ihr, wie es weitergeht. Lasst einen Kommentar da, ein Like, ich freue mich auf euch und bis bald.